Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 18 Approaching. Seine Sicht. Am nächsten Morgen nach einer unruhigen Nacht geht Law nach einer kurzen Dusche in die Küche. Da er morgens etwas länger braucht, weil er bis in die Nacht arbeitet, isst die Crew bereits, wartet sie sonst auf ihren Kapitän. Kurz lässt er seinen Blick über die Mannschaft gleiten. Eine bedrückende Stille herrscht zwischen den Crewmitgliedern. Nur rege werden Worte ausgetauscht, während sich das Trio am Tisch vollkommen in Schweigen gehüllt hat. Etwas verdutzt nimmt er sich einige Onigiri und setzt sich schweigend an seinen Stammplatz. Weiterhin ist es vollkommen still an seinem Tisch, was ihnen etwas auf die Laune schlägt und somit auch auf seinen Appetit. »Also gut, was habt ihr?« fragt er nach einiger Zeit gereizt in die Runde. »Nichts«, kommt prompt die Antwort von allen. Nun weiß der Arzt ganz sicher, dass irgendwas passiert sein muss. Er vermutet, dass es irgendwie mit gestern zusammenhängt, kann es aber natürlich auch einen anderen Grund geben. »Lügt mich nicht an, was ist hier los?« wiederholt er seine Frage mit mehr Druck. »Meine Schwester ist nun nicht da, mehr nicht«, antwortet Sashi seufzend und stochert in seinem Essen rum. Lord zieht eine Augenbraue hoch und sieht kurz zu ihrem Platz. Tatsächlich fehlt sie, sticht sie ihm wegen ihrer Größe sonst auch nicht gleich ins Auge. Stimmt, normalerweise ist sie mit Sashi vor allen anderen da, weil sie ja kochen muss. Aber wieso Schwester? Spricht er seinen Gedanken laut aus. Stimmt, ist mir auch schon aufgefallen, kommentiert Beppo interessiert. Verlegen kratzt sich der Angesprochene an der Wange. Ach so, beim Kochen meinte sie, dass ich für sie, wie ein Bruder werde. Und dann kam es irgendwie dazu, dass sie mich Nichan genannt hat, erklärt er seinen Freunden verträumt und leicht verlegen. Penguin sieht ihn mit verengten Augen lange an. Perversling. Hellhörig schnellt Sashis Kopf zu ihm und sein Mund klappt fassungslos auf. Und was war gestern? Fragt Trafalgar weiter, worauf sich der Tisch interessiert an Sashi wendet und diesem ein Widerspruch verwehrt bleibt. Was meinst du? Quietscht er sichtlich angespannt und wendet schnell seinen Blick ab. Stell dich nicht dumm, du weißt, was ich meine, stellt der Arzt streng klar. Nein, was meinst du? Stellt Sashi sich dumm. Also gut. Weswegen habt ihr euch gestritten? Fragt Law gereizt nach. Wir haben nicht gestritten, protestiert der Koch sofort. Das sah aber anders aus, kommentiert Beppo die gestrige Auseinandersetzung. Wenn das kein Streit war, weiß ich auch nicht. Du hast sie ziemlich grob angefasst, erinnert ihn Pinguin mit düsterer Stimme. Nervös schluckt Sashi und sieht zwischen den beiden hin und her mit einem Blick, der sagt, wieso verschwört ihr euch gegen mich? Dan? Stottert der Koch hilfesuchend und dreht sich in seinem Stuhl zu einem anderen Tisch. Dan sitzt mit dem Rücken zu den anderen, wollte er zwar immer mehr über die Kleine erfahren, sich aber gleichzeitig nicht mit in die Sache reinziehen lassen. Ich halte mich da raus. Dan nimmt sein Geschirr und verlässt seine Nakama. Was ist in der Stadt passiert? Schaltet sich Law wieder ein. Wir haben nur geredet, hebt er beschwichtigend die Hände. Und worüber? BHs? Antwortet Sashi in die Ecke gedrängt und läuft bei dem Gedanken an die Ereignisse im Laden dort an. Die drei anderen ziehen fragend eine Augenbraue hoch. Sie wusste nicht, was das ist, und als die Frau fragte, welche Größe sie hätte, hat sie einfach meine Hand genommen und haspelt Sashi sich einen ab, wird noch röter und schluckt die letzten Worte runter. Beppo und Pinguin haben ebenfalls eine leichte Röte auf den Wangen. Trafalgar muss sich jedoch ein Lachen verkneifen über die Gelassenheit und Naivität der Kleinen. Die ist echt schmerzfrei. Das ist ja eine tolle Geschichte. Aber ich glaube kaum, dass sie sich an ihren Körper erinnern soll oder darüber sprechen, meint Law wieder auf sein Ziel fokussiert. Ich darf es nicht sagen. Sie will es selbst tun, erklärt Sashi ihm unsicher. Der Kapitän nickt verstehend und räumt seinen Platz, weswegen der Koch hörbar erleichtert ausatmet. Er kann verstehen, dass Sashi die Kleine nicht hintergehen möchte, aber zweifelt, ob sie nicht Einfluss auf die Loyalität von seinen Männern zu ihm hat. Kurz darauf öffnet er die Tür zum Gemeinschaftsraum und erblickt das Mädchen in einem Buch vertieft. Sie sitzt mit angezogenen Beinen auf dem breiten Sofa neben einem Bücherregal. »Was machst du hier? Du hast das Essen verpasst«, spricht er sie sogleich an und greift ebenfalls nach einem Buch. Erschrocken fährt sie hoch und sieht den Arzt an. »Oh, ich konnte nicht schlafen«, erklärt sie ihm. Law hat nicht wirklich mit einer Antwort gerechnet und ist deswegen positiv überrascht. Doch etwas anderes drängt sich in seinen Gedanken vor. Mit hochgezogener Augenbraue mustert er sie. Sie hat gar nicht geschlafen? Schweigend setzt er sich ihr gegenüber auf das gleiche Sofa und legt seine Beine ebenfalls hoch. Du kannst nicht schwimmen. Du hast von einer Teufelsfrucht gegessen, richtig? Stellt er mehr fest, als es er fragt. Ertappt blickt sie ihn an, bevor sie zögerlich nickt. Ich kann Strom kontrollieren
und nach Belieben aus meinem Körper holen, beantwortet sie ihm seine nächste Frage. Sie redet zum ersten Mal freiwillig und normal mit mir, weil ich Penguin gerettet habe, oder vielleicht weiß sie, dass ich sie wiederbelebt habe. Ich darf jetzt nichts falsch machen und sie verstecken. Zeigst du sie mir? Fragt er vorsichtig weiter nach. Unschlüssig und bedrückt sieht sie auf ihre Hände. Ich zeig dir dann auch meine, startet er einen neuen Versuch. Mit gehobenen Brauen sieht sie den Arzt an. Sie haben auch Teufelskräfte? Fragt sie überrascht und neugierig nach, legt ihr Buch zur Seite, was ein deutliches Zeichen dafür ist, dass sie angebissen hat. Wenn ich etwas von mir erzähle, tut sie es mir vermutlich gleich. Ja, ich habe als Kind von der Operationsfrucht gegessen, erklärte er ruhig. Sie senkt nachdenklich ihren Blick. Laure vermutet, dass sie neugierig ist, aber weiterhin Angst vor ihm hat. Aber nicht hier, stimmt sie nach längerem Zögern zu. Laure nickt, ohne darauf einzugehen, und 20 Minuten später befinden sich die beiden in dem Wald, in den das Mädchen zuvor schon einmal geflüchtet ist. Ruhig läuft die Jüngere neben Laure her, welcher lässig die Hände in die Hosentaschen gesteckt hat, während sie sein riesiges Schwert schleppen muss. Ich war schon mal hier, beginnt der Zwerg ein Gespräch und besieht sich die Umgebung. Als sie vor mir weggelaufen ist? Sag mal, wieso bist du beim Einkaufen eigentlich abgehauen? Fragte sie gedankenverloren. Bedrückt sieht sie zu Boden. Laure bemerkt ihren Gesichtsausdruck aus dem Augenwinkel. Schon gut, du musst mir nichts dazu sagen. Seufzt der Tätowierte, weiß er, dass er bei ihr sonst gegen eine Wand rennt. Die Kleine bleibt stehen und sieht zu dem Arzt auf. Nein, schon okay. Sowas Ähnliches wie Sie haben auch meine Entführer gemacht, erklärt sie ihm mit belegter Stimme. Trafalgar nickt nur verstehend. Dass sie ihn angelogen hat, ist weder ihm noch ihr selbst in diesem Moment bewusst. Sie hat es verdrängt, warum sie weinte und schrammte. Ich muss nüchtern an die Sache rangehen. Ich darf nicht zu viel auf einmal fragen, sonst macht sie wieder dicht. Wir sind schon ziemlich tief im Wald, merkt die Jüngere argwöhnig an, als habe sie Angst, ermordet zu werden, und bleibt endgültig stehen. Also gut, pass auf. Room. Eine blaue Kuppel entsteht, und die Kleine sieht sich interessiert um. Er zieht sein Schwert und zieht es durch die Luft. Der Arm der Kleinen löst sich von ihrem Körper. Ich kann innerhalb dieser Kuppel alles manipulieren, wie ich will, grinst er überlegen. Doch statt der erwarteten oder erhofften Reaktion ist sie weder ängstlich noch ehrfürchtig, sondern interessiert. Aufmerksam hockt sie sich hin und betrachtet ihren losen Arm und stupst ihn vorsichtig an. Etwas missmutig über ihre Reaktion fügt er ihr den Arm wieder an den richtigen Platz an. Wieso kniet sie nicht vor mir vor Ehrfurcht oder hat Angst vor mir wie die anderen? Nicht einmal auf der Hut ist sie. Langsam geht er auf das Mädchen zu, die weiterhin ihren Arm begutachtet und anpickt, obwohl er wieder an der richtigen Stelle sitzt. Als Laure direkt vor ihr steht, steckt sie hoch und fasst sich an die Brust. Es steckt mich nicht so, tadelt sie ihren Gegenüber. Pass auf, fordert er ruhig. Gespannt verfolgt sie jede seiner Bewegungen. Skapell, haucht er ihr sanft entgegen. Trafalgar greift ohne Widerstand in ihren Brustkorb und holt ihr Herz hervor, welches von einem Glaswürfel umhüllt wurde und weiterhin ruhig vor sich hinschlägt. Hätte er diese Fähigkeit nicht vorsichtig ausgeführt, wäre sie vermutlich für einige Momente bewusstlos geworden. Staunend betrachtet sie es in seiner Hand. Hat sie keine Angst, dass ich es behalte oder zerdrücke? Vertraut sie mir so sehr oder ist sie einfach nur naiv? Hast du keine Angst, dass ich es zerdrücke? Fragt er deshalb einfach gerade heraus. Sie reißt ihren Blick von dem Herzen los und lächelt ihn verschmitzt an. Nö, sonst sehen Sie meine nicht, antwortet sie ihm. Er nickt wissend und steckt ihr Herz zurück in ihren Körper. Können Sie... Bitte hör auf, mich zu siezen, ist ja furchtbar, motzt Laure und fährt sich stöhnend übers Gesicht. So alt bin ich nun auch wieder nicht. Entschuldigung, kannst du noch was? Fragt sie eingeschüchtert. Noch so einiges, grinst er geheimnisvoll, mit leichter Arroganz in der Stimme. Doch als die Kleinere nicht darauf eingeht und ihn weiterhin einfach nur abwartend ansieht, redet er weiter. Zum Beispiel, ich kann die Persönlichkeiten vertauschen, indem ich die Herzen in einen anderen Körper stecke, erklärt er ruhig. Er beschließt, manche seiner Tricks für sich zu behalten. Laure löst seinen Room auf und sieht zu der zierlichen Gestalt runter, die ihn plötzlich mit funkelnden Augen anhimmelt. Laure muss bei dem bewundernden Glänzen schlucken. Deine Fähigkeiten sind so cool, schwärmt sie ehrlich und betrachtet ihn wie eine Gottheit. Laure räuspert sich, da er bei dem Anblick kurz die Stimme verloren hat. Danke. Jetzt du, fordert er sie auf. Das Funkeln verschwindet zu seinem Missmut und sie sieht sich unsicher um. Okay. Sie bringt einen riesigen Abstand zwischen sich und den Arzt. Sie hebt ihre Hände und richtet sie auf einen Baum.
Sie atmet gefasst mehrfach ein und aus, während sie ihre Finger bewegt, als würde sie einen Widerstand in der Luft spüren. Sie schließt die Augen. Auf ihrem Gesicht zeichnet sich Anstrengung und Konzentration ab, während vereinzelt strahlend weiße Blitze über ihre Hände zucken. Sie öffnet ihre Augen und betrachtet mit einer Mischung aus Stolz und Überraschung die vereinzelten Blitze, bevor sie diese konzentriert anstarrt und erneut versucht, die Kontrolle zu bekommen. Lore beobachtet interessiert, wie sich ihre Augenfarbe von braun zu einem kräftigen, leuchtenden Dunkelblau verändert und helle Blitze über ihren gesamten Körper huschen. Umso mehr Volt, also umso stärker der Strom ist, umso dunkler wird er, erklärt sie ihm mit unsicherem Ausdruck und lässt ihre Blitze langsam dunkelblau werden. Ihre blauen Augen huschen unruhig immer wieder von ihren Händen zu dem Arzt und wieder zurück, als hätte sie Angst, die Blitze entwickeln ein Eigenleben und attackieren den Tätowierten. Aufmerksam tritt Lore näher an sie heran. Sie fixiert einen Baum, greift mit ihren Händen fest in die Luft, als hätte sie eine unsichtbare Kugel zwischen ihnen, und ihre dunkelblauen Blitze rasen auf den Baum zu. Binnen Sekunden ist nur noch Asche übrig, die bei der nächsten Brise davonfliegt. Auch wenn Lore es niemals zugeben würde, hat er Respekt vor ihrer Kraft. Ich kann meinen Körper auch ganz aus meinen Blitzen machen, erklärt sie weiter und präsentiert es, indem sie angestrengt die Augen schließt und dann plötzlich binnen Sekunden vor Lore steht. Wie fühlt sich das an? Fragt er interessiert. Über ihren Körper zucken nun weiße Blitze und sie hält ihm eine Hand hin. Misstrauisch mustert er sie, doch sie lächelt nur erwartungsvoll und schüttelt auffordernd ihre Hand. Sie hat mir auch mit dem Herzen vertraut, also los, motiviert er sich selbst und atmet noch einmal tief ein und aus. Zögerlich ergreift er ihre Hand und muss feststellen, dass sich dieses leichte Kribbeln gut anfühlt. So fühlt sich das auch für mich an, nur manchmal stärker, erklärt sie ihm und erhöht etwas die Voltzahl, sodass das Kribbeln stärker wird, aber nicht schmerzt. Sie lässt von ihm ab und ihre Blitze verschwinden. Ich kann auch jemanden damit wiederbeleben. Du weißt, was ich meine? Ja, reanimieren. Er nickt nur. Ich werde dich trainieren, beschließt er und ist bereits auf dem Weg zu Death. Schnell rennt sie ihm hinterher und geht wieder neben ihm her, wobei sie schneller gehen muss, um bei seinen großen Schritten mitzuhalten. Zumindest trägt er seine Waffe nun selbst. Wie alt bist du? Fragt sie ihn nach einer Weile. 24, kommt seine Antwort nach einer etwas längeren Pause. Skeptisch und überrascht mustert sie ihn. Ich dachte, du wärst älter, kommentiert sie und grinst in sich hinein. Wie alt hast du mich geschätzt? Fragt er emotionslos nach, einfach damit keine Stille entsteht. So um die 40? Antwortet sie etwas unsicher. Gereizt sieht er zu ihr runter. Und wie alt bist du bitte? Fragt er angesäuert nach. 20, auch wenn ich nicht so aussehe. Aber besser jünger geschätzt als älter, ne? Zwinkert sie zu ihm hoch. Genervt, aber ebenfalls überrascht, wendet er seinen Blick ab und steckt seine Hand in die Hosentasche. Bei Roger, wieso stotterst du eigentlich immer? Fragte sie genervt. Verdutzt blickt sie ihn von der Seite aus an, bevor sie betrübt den Kopf senkt. Ich spreche seit langer Zeit das erste Mal wieder, erklärt sie monoton. Überrascht schießen seine Augenbrauen hoch. Wieso? Ich durfte nicht, antwortet sie schlicht und sieht stur mit glasigem Blick nach vorne. Lore würde am liebsten weiterfragen, hält sich jedoch zurück. Ihre Sicht. Beim Mittagessen habe ich noch weniger gegessen als sonst, da mir immer wieder Bilder von früher den Appetit verdorben haben. Was ist los, Imoto? Fragt mich mein Bruder besorgt. Erschrocken sehe ich ihn an, setze dann aber ein Lächeln auf. Ich habe keinen Hunger, meine ich lächelnd und schiebe den vollen Teller von mir. Du musst mehr essen, du bist abgemagert, protestiert Penguin und schiebt mir den Teller wieder unter die Nase. Ich gehe duschen, meine ich knapp und begebe mich eilig in mein Zimmer. Dort entledige ich mich von den Klamotten und dusche mich nur kurz ab. Ich gehe mit einem Handtuch um mich geschlungen zu meinem Kleiderschrank. Trafalgar will mich trainieren? Oh Mann, ich höre schon seine sarkastischen Bemerkungen. Ich sollte... Schnell schnappe ich mir meine neue schwarze Jogginghose, ein quietschgelbes Top, wo man ein wenig meinen schwarzen BH durchsieht, und ein Bandana. Immer noch barfuß wie immer, gehe ich nach langer Suche in den Trainingsraum. Unsicher sehe ich mich um, und als ich definitiv weiß, dass ich alleine bin, schließe ich leise die Tür. Ehrfürchtig gehe ich auf die Übungsschwerter zu und nehme eines aus dem Fass. Ich erinnere mich an das, was ich gelernt habe, und stelle mich kampfbereit vor eine Übungspuppe. Keine Ahnung, wer das Ding zusammengeschustert hat, aber es ist pottenhässlich und kein Verlust. Ich schlage einige Male zögerlich zu und bin nach ein paar Minuten total in meinem Element. Ich nehme ein echtes Katana, übe weiter und trete auch öfters mal zu. Plötzlich spüre ich eine Art Aura und ich weiß, dass mich jemand beobachtet. Schnell drehe ich mich um,
Aktiviere meine Teufelskraft und halte meinem Gegenüber mein mit dunklen Blitzen übersätes Katana an den Hals. Als ich realisiere, wer das ist und was ich mache, lasse ich das Schwert erschrocken fallen, strauchle nach hinten und falle beinahe über den Schrotthaufen von Puppe. Trafalgar ergreift meinen Arm und zieht mich, bevor ich falle, zu sich an seine Brust. »Alles gut?« fragt er mich und mustert mich nach Verletzungen. »Ja, ich hab mich nur erstocken«, antworte ich ihm wahrheitsgemäß und drücke mich etwas von seiner durchtrainierten Brust ab, um mich aus seinem Griff um die Hüfte zu befreien. »Wenn du schon dabei bist, können wir ja zusammen trainieren«, beschließt er. Ich nicke nur und binde meine Haare zu einem Pferdeschwanz hoch. »Keine Teufelskraft und keine Waffenzitrone«, meint er ernst und nimmt Kampfhaltung ein. Ich sehe bestürzt an mir runter. »Zitrone? Ich mag die Farbe. Ich dachte vor allem, er sagt nichts dazu.« Ich sehe ihn empört an. Ich dachte nicht, dass ausgerechnet du so etwas sagst«, entgegne ich ihm verstimmt. Fragend sieht er mich an und stellt sich wieder locker vor mich. »Ja, du hast dich doch für die Quietscheente entschieden«, erkläre ich ihm provokant. Er scheint gleich zu wissen, dass ich über sein U-Boot spotte. »Nenn mein Schiff nicht Quietscheente«, warnt er mich mit einem drohenden Ton und geht wieder in Kampfstellung. Ich mache es ihm gleich. »Quietschgelb bleibt quietschgelb«, sage ich schulterzuckend. »Wieso stottere ich nicht?« »Na, warte«, knurrt er mit zusammengepressten Zähnen. Er holt aus und ich werde ab. Ich trete, er weicht aus. Das geht noch einige Momente so und ich merke, wie er sich zurückhält. Diesmal schlage ich mit meiner rechten Faust und er weicht nur ein winziges Stück nach links aus. Da er zum ersten Mal nicht pariert und ich somit keinen Widerstand habe, verliere ich mein Gleichgewicht und falle ihm entgegen, sodass mein Gesicht nun direkt an seiner Brust liegt. Genauso wie bei mir schlägt sein Herz wegen dem Training schneller. Zumindest ist er auch erschöpft und ich bin keine vollkommene Niete. Hä? Er rührt sich nicht mehr. Verwundert sehe ich auf. Er grinst mich schief von oben herab an und hat locker seine Daumen in die Taschen gesteckt. »Willst du etwa lieber kuscheln?« fragt er mich herausfordernd, worauf ich mich schnell, als hätte ich mich verbrannt, von ihm abdrücke. Vergiss es!« entgegne ich sauer. Doch ich spüre bereits die Wärme in meinem Gesicht. »Lass uns weitermachen«, füge ich gereizt hinzu und stelle mich kampfbereit hin. Er nickt weiterhin lächelnd und greift wieder an. Später haben wir mit den Holzschwertern gekämpft, sind wir beide mit einem Schwert in der Hand genau in unserem Element. Nach 2 Stunden bin ich am Ende meiner Kräfte. Keiner von uns hat den anderen getroffen, trotzdem bin ich mehr als geschafft. Ich lege mich einfach auf den kühlen Boden und strecke meine Glieder von mir. »Etwa schon am Ende?« fragt er mich überlegen grinsend. »Sag ich ja, Dämon!« Gereizt schlage ich vom Boden aus nach ihm, was er mit einem breiten Grinsen abtut. Verwundert sehe ich ihm nach, während er beginnt, ruhig aufzuräumen. »Dieses Lächeln am Ende, es war ehrlich und schön.« Obwohl er behauptet, kein bisschen aus der Puste zu sein, ist er dabei, seinen Pulli auszuziehen, welchen er sonst bei jedem Wetter immer an sich trägt. Außerdem erinnere ich mich an seinen schnellen Herzschlag. Trotzig, dass er es nicht zugibt, sehe ich zur Seite und setze mich auf. »Das war nicht schlecht. Wir üben jeden Tag nach dem Mittagessen«, beschließt er. »Das war nicht schlecht? Dieser...« Gereizt stehe ich mit einem Schwung auf und funkle ihn trotzig an. Dann realisiere ich seinen Oberkörper, der mit Tattoos nur so gepflastert ist. »Cool. Die an den Händen kenne ich ja, aber der hat hier überall welche.« Interessiert mustere ich ihn und bleibe an seinem selbstgefälligen Grinsen hängen. »Gefällt dir, was du siehst?« fragt er mich provokant. Trotz der Röte im Gesicht spiele ich die Naive.